Servus Leute, willkommen zu einem neuen React hier auf Schraubsel Reacts. Heute mit der Xbox Developer Direct, die um 21 Uhr losgehen sollte. Und das haben wir jetzt, also, Oh, leck mich am Arsch. Holy shit. Boah, war das gerade laut. Ja, da habt ihr auch mal gesehen, wie es aussieht, wenn ich mich richtig schön erschrecke. Ich hasse dieses Intro von YouTube für Premieren. Nee, muss nicht sein. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Projektrahmen gebastelt. Der ist noch nicht perfekt. Ich muss da noch ein bisschen dran rumschrauben, dass das alles wirklich sauber passt. Es fehlt gerade unten so ein kleines Stückchen vom Bild. Nichts Schlimmes, da ist nur die Playleiste. Und halt Bild, was dahinter normalerweise ist ja nichts Wichtiges, aber es ist halt trotzdem nicht so schön, ne? Und entsprechend muss ich noch mal ein bisschen rumbasteln und vielleicht mal mich auch noch größer. Werden wir alles sehen. So, los geht's. Xbox Developer Direct. Es sollen ja 5 Spiele sein. 5. Nicht nur 4. Oh, ab 18. Ja, gut. Bin mal gespannt, was das 5. Game sein wird. Werden wir denn ein 5. Game wirklich bekommen? Es soll 48 Minuten und ein paar zerquetschte lang sein. Ich bin gespannt. Es gab da nämlich ein Datamine dazu. Da das ja kein Livestream im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Video, das eine Live-Premiere hat. Ich bin gespannt. Es wird Zeit, dass Microsoft endlich mal liefert. Die Series S und X sind jetzt wir haben jetzt 2024, seit bald 4 Jahren auf dem Markt. Ja, etwas über 3 Jahre gerade. Und wir haben echt noch nicht so viel bekommen von Microsoft. Also es wird Zeit. Studios kaufen schon und gut. Wir brauchen am Ende noch Spiele. Wir brauchen Ergebnisse. Wir brauchen sie jetzt. Für die Idioten von Bethesda schon wieder sehen. Da krieg ich schon wieder Pickel, ne? Developer Direct. 24. Auf Indiana Jones bin ich auch sehr gespannt. Oh, wir fangen an mit Obsidian, das mit Award. Da bin ich auch schon sehr drauf gespannt. Obsidian Entertainment. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy. Warum habe ich hier eigentlich arabische Untertitel an? Willst du mich verarschen? Macht die Scheiße aus. Wie kommt denn YouTube darauf, mir sowas zu zeigen? Hä? Mein Kanal ist entweder auf Deutsch oder auf Englisch, aber das sehe ich nicht auf Arabisch. Manchmal ist dieses Mittelprogramm doch echt dämlich, ne? And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay. Also Grafik, was man soweit sieht gut aus. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, ich meine, ich kenne mich, ich werde nur mit dem Schwert draufhauen. Attacks and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. Ein Zauberstab und It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with.
Some units are extremely defensive, some are brutally difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Schön. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. Kann ich auch Schwerter dual-wielden? You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Okay, das ist geil. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will Klingt have alles schon ample sehr, sehr choices gut. for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. ohne Scheiß Art And zu as you sterben. explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen so ein Animationsfetischist. Es ist jetzt nicht furchtbar schlecht, aber es ist halt auch nicht sonderlich gut. Ja, also da an der Front wird leider immer noch zu häufig gespart. Ich weiß, es bin jetzt nur ich, ihr habt da eine ganz andere Meinung, aber ich muss einfach mal ansprechen. Das ist... Da würde ich mehr erwarten. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you Muss natürlich nicht heißen, dass das Spiel an sich dann schlecht ist, aber es ist halt ein Punkt, der mich persönlich stört. Weil es für mich ein bisschen die Immersion kaputt macht. Weil ich halt darauf achte. Ihr merkt schon, das ist sehr ich-bezogenes Argument, also ihr könnt es ignorieren, wenn ihr wollt. It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you make. Das ist schon cool, wenn man das konsequent auch durchzieht, das ganze Spiel über, mit Entscheidungen, kann das richtig cool werden. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world Der Artstil ist schon nice. Also da kann man nichts gegen sagen. Der Artstil ist wirklich nice. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. Das sieht schon nicht schlecht The aus. Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of Und those man regions muss dazu auch itself is a sagen, auf dem confluence eigenen of story Bildschirm sieht man nochmal eine ganze Ecke besser aus, All als of the jetzt hier regions bei mir have im a Video lot of special oder things im Stream. associated with them. Also But I have a in dem deep place in my heart for Live-Premieren-Video. Shatterscarp. Stream ist ja in dem Sinne As nicht. you're wandering the wastes of Denn Shatterscarp, you might notice off in ihr the habt natürlich immer distance Verlust bei a sowas vibrant dabei, jewel ne? of color. By Auf eurem eigenen Bildschirm aber transitioning nicht. from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, Hübsches Wasser. there's the opportunity there for life, Der andere Kink, den for ich habe, adventure, Wasser. and even a little Videospiel. danger. Das muss ich aber sagen, war hübsches Wasser We hope in you've der enjoyed Szene. this look at Avowed. We're thrilled Oh, to share more definitiv, das about war, the game in the coming sieht months, and we ordentlich can't aus. wait Ja, for ich habe you meine to explore the Kritikpunkte living soweit, lands aber when Avowed launches hey, this fall. overall sieht's doch gut aus. Und das ist das Wichtigste. Dann ist der Rest nicht so schlimm. Zumal das Ganze auch noch nicht fertig ist und vielleicht arbeiten sie noch mal dran und dann sieht's besser aus.
oder im fertigen Spiel fällt es einem gar nicht so sehr auf wie jetzt hier in der Szene, weil man da die Charaktere genau gesehen hat. Oh, im Herbst 2024. Okay, dauert noch ein bisschen. Aber immerhin haben wir schon mal einen größeren Titel oder einen großen Titel für dieses Jahr. So, was kommt jetzt? Wir brauchen irgendwas für die erste Hälfte eigentlich noch, ne? Gib mir irgendwas, was in der ersten Hälfte rauskommt. Hellblade, der ist ja angeblich schon der Release-Termin geleakt worden. Ich glaube, im Mai war das. Soll es kommen? Hellblade 2 bin ich auch sehr gespannt. Das sieht grafisch so abartig gut aus, ne? Hi, I'm Dom Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Das wird bestimmt richtig geil, das Spiel. Der erste Teil war schon echt nicht schlecht. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. Gesichtsanimation. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Nein, das Spiel sieht schon echt verflucht gut aus. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Scheiße. On Saga, we've taken everything to the next level. Das waren ein paar viele Gegner in dem Moment. Space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. Okay, She's das war fighting for auch, survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces.
and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help. Ich sag ja, dieses Spiel sieht einfach abartig gut aus. Das wird die erste echte, richtige Grafikbombe auf der Series X. Da lege ich mich jetzt schon fest. And you see a scene or you see a small section of the game and die ganze Power der Konsole zeigen. Bei der Series S, gucken wir mal. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Kann für eine sehr geile Atmosphäre sorgen, auf jeden Fall, ja. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Also was man so hört bislang, deswegen habe ich gerade die Fresse gehalten die ganze Zeit, klingt auch wirklich richtig gut. Das könnte ein richtig cooler Soundtrack werden. Art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich schon gesagt, dass ich das sehr schön finde? 21. Mai 2024 wird im Kalender markiert. Freue ich mich drauf. Das wird bestimmt ziemlich geil. Was kommt jetzt? Oxide oder Machine Games? Oh! Unknown User. Square Enix! Ist also das 5. Game. Also das neue Mana. Das neue Mana. Interessant, interessant. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass wir Square Enix hier sehen. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Manche im Chat schreiben Splatoon. What the fuck? Falscher Entwickler, Leute. Und ja, ich hatte den Xbox-Chat gerade nebenbei offen. Ich vergesse damit auszumachen. Ja, den Profi.
ファイナルファンタジー外典として誕生して以降、マナと政権をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。Wie viel Mana 本 ist. 作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、 Ich habe auf dem これ Super まで Nintendo 培 damals わ mal れて Mana きた聖 gespielt. 剣 War 伝 das 説として Secret の of 世界 Mana? を Ich し glaube っか ja. り感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる Sieht auch sehr schön 豊かな aus. 聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。 Da habe ich auch schon echt Bock drauf. シリーズおなじみのモンスターた Ich ち bin も generell so ein 本作に登場しています。 JRPG-Player. Und das sieht genau nach meinem Cup of Tea aus. Was ist das für ein süßes Viech da, wo der gerade draufgehauen hat? Dieses gelbe, mit den langen Ohren. 聖剣伝 Das 説 war ja の生みの niedlich. 親である石井浩一さんとともに、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。Aber geile Animation. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。 Ja, Mann, so muss das sein. Aus dem Weg, ihr Trottel. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い Wer keinen Platz macht, wird zur Seite 漠 gerammt. 然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらスタッフデザインを書き起こしました。 Zwischen Terriermon und Armadillomon? デザイナーにもアイデアを出してもらいながら Sorry, konnte ich mir jetzt nicht 足の verkneifen. 長さや丸まった時のイメージなど、 Aber der ist schon ゲームの süß. 中での見え Der ist 方 schon も考 süß. えなが Ja. ら調整を重ねていき、ピックル Bisschen は groß, 誕 wird 生 ein しまし bisschen viel Futter fressen und damit sehr viel Kosten verursachen, aber er ist schon süß. もう一つの挑戦は楽曲面です。 Ey, mit dem geht ihr einmal Gassi, ihr habt nie wieder Probleme. 様々なコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 Aber es ist interessant, dass man Square Enix eingeladen hat, hier mitzumachen. Als Surprise-Titel, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen gibt. Das war die Rede von 5. 新たな試みとしてフ Kann ィール jetzt ドの nicht. 探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。 Hört ihr mein Handy 探 überhaupt 索中の inzwischen nicht mehr BGM mit? がバトル Ich に bin 入 da った immer 瞬 unsicher. 間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 Ist aber optisch sehr schön, das Spiel, ne? Sehr, sehr schön Artstyle. Ein schönes Live-Action-Kampfsystem. Oder Realtime-Kampfsystem, so rum. アクション RPG 聖剣 Bin 伝 ich 説 auch ein のアクション Riesenfreund 部分 von. が強化されています。 Bin ich so der Turn-Based-Spieler 空 tatsächlich. 中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、そ
Diese Monster-Designs sind so cool, ne? So lustig teilweise. Ich müsste ein altes Mana spielen. Schon so lange her. Ich habe mal die Trials of Mana Demo auf der Switch gespielt, aber so wirklich warm geworden bin ich damit nicht. Vielleicht soll ich mir das Ganze nochmal angucken. Als Vorbereitung. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。Definitiv, ich werde das im Auge behalten. この忘れられない冒険を Xbox ユー Zwar ザー finde の ich schön, 皆 dass さん Square に楽 Enix しん die でいただ Xbox ける endlich 日 wieder が entdeckt. 今から待ちきれません。 Im Sommer, finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Wird im Auge behalten, wird im Kalender notiert. Da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass das 5. Game war, das hier aufgetaucht ist. Wobei, da ist noch Platz für ein 6. da unten. Also vielleicht kriegen wir noch ein 6. Mal hoffen. Ja? Oxide. Was haben die eigentlich nochmal gemacht? Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, das ist jetzt leider nicht so meine Welt. Ich hatte früher mal Geduld für sowas, heutzutage nicht. Ich habe früher mal ganz gerne Anno und die Völker gespielt. Die Völker war geil. Ja, ich habe auch Warcraft gespielt, aber vornehmlich die Völker. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are Age of all Empires things that habe ich we auch mal purchased in gespielt, order nicht lange. to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Das kenne ich sehr gut, wo du gerade am Aufnehmen bist und plötzlich kommt jemand rein. Warum? Die Tür ist nicht ohne Grund zu. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around Das ist the bestimmt ein world richtig the gutes chance to see the Spiel, game reflect their unique wenn man die Geduld dafür perspective hat. and not just ours. Kann er jetzt nicht viel zu sagen, weil das einfach nicht mein Cup of Tea ist, ne? Tut mir ja leid. Gut, wenn ich jetzt sagen, heißt wie die Fresse. One of the first differences Kann man you'll auch so see sehen. when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Also optisch ist das schon sehr schön. Für ein Strategiespiel ist das sehr schön. Leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement?
The choice is Man kann theirs. Roboter bauen. Jetzt In bin ich Ara, interessiert. there are no set Man kann gameplay Roboter bauen. conditions. Players get Sag to mir mehr. decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Wäre mir alles Pyramid, egal, ich will Roboter haben. they're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that Also I'm auf gut personally Deutsch, du musst die excited Dinger about is our bauen, damit du crafting Vorteile system. hast. The crafting system Hab offers ich das a gerade unique richtig challenge for the verstanden, player ja? that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people Wie cool, we're making Hängematte art unterm for, you. Schreibtisch. Building Geil. the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! "Someone get these feline demons away from me." I'm happy to Das ist report, doch- based on more recent feedback, that I think Also, we ended up ich in a finde das good lustig. place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. Abwarten. Mal gucken, wie erfolgreich es wirklich wird. Und dann werden wir sehen, wie lange ihr das wirklich aufrechterhaltet. Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört, ne? Und ich verfolge die Xbox-Präsentation eigentlich regelmäßig, aber ich habe von dem Spiel noch nichts gehört. Oder wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Schon interessant. Okay, jetzt aber bitte Indiana Jonas. Auch Fall. Mal gucken, ob es gegen Avowed eine Chance hat. In puncto Kampf um die Aufmerksamkeit. Hier jetzt Machine Games. Indiana Jonas. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure.
Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. Jetzt zeig bitte nicht den Kristallschädel. Bitte nicht den Kristall. Gut, you danke. aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Auch Machine Games weiß, es gibt nur 3 Indiana Jones Filme. Ich habe den auch noch nicht gesehen, ich kann dazu noch nichts sagen, aber ich habe gehört, dass der nicht so gut sein soll. Ich muss den mal noch angucken. Das Rad des Schicksals heißt er, oder? So ähnlich jedenfalls. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea. Ich dich schon sehe, du Vogel. Krieg ich zu viel. After what period of his life it was in, what kind of Hat er seine Finger da etwa auch drin oder was? As the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here Kommentar gerade im Xbox-Chat. Todd here to ruin another game, lol. Ja, well. Starfield war halt... While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Das ist kein gutes Zeichen. Ist das First Person, nicht Third Person? Also Umgebung sieht gut aus. Umgebung sieht wirklich gut aus. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting. Aber warum ist das First Person? To be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Oh, muss ich es wirklich wieder ansprechen mit Animationen? Muss ich es wirklich wieder ansprechen mit Animationen? Komm bitte. Aber Bethesda macht es ja einfach zu leicht. Es ist Bethesda, was soll ich sagen? Die Umgebungen sehen teilweise richtig gut aus, aber die Charaktermodelle finde ich meh und die Animationen sind meh. Da kommt halt wieder Bethesda voll durch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es deutlich sagen muss. Aber ihr habt es gleich bei der Reaction jetzt die ganze Zeit schon gemerkt, dass ich da nicht so begeistert von war. Die Umgebungen sehen alle super aus. Aber die Animationen, die Charaktermodelle, das ist so... Boah, aber ich habe Todd Howard gesehen, ich habe gelesen, Executive Producer, ich wusste schon, das wird ein Bethesda-Game, das wird kein Machine Games Game. Ja, schade. Schade. Mag sein, dass es trotzdem ein gutes Spiel wird, aber es wird wahrscheinlich wieder einige Kritikpunkte haben. Wird mein Friseur übrigens verklagen, wenn ich so aussehen würde wie der. What the fuck ist da schief gelaufen?
For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective. Ja, da habe ich auch schon verloren. Wenn ich Indiana Jones spiele, will ich Indiana Jones sehen. We believe that being up close and Da will ich nicht. Nee, ist nicht meine Welt, tut mir leid. Das muss Third Person sein, nicht First Person. Solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Bullshit. Seeing his iconic silhouette with Sorry, the hat, Bullshit. whip, and so for things like cutscenes in environmental traversal. Wenn es gut gemacht ist, kann man auch in Third Person genauso denselben Effekt erzielen. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college Dabei, die museum. Umgebungen sehen alle richtig gut The aus. mysterious giant of a man makes off with what Aber die seems to be a Charaktermodelle sind nicht irgendwie historically merkwürdig. insignificant artifact, sparking Indiana's Die haben so einen ganz curiosity. komischen Vibe Following an the sich. trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that Ich weiß nicht, ob ihr das things aren't nachvollziehen what könnt, they was ich appear. meine. Sie haben mich so einen Cartoony-Vibe, wollen aber gleichzeitig realistisch wirken. Und das ist für mich ganz komisch. Das wirkt auf mich ganz komisch. Ich kann es nicht wirklich genau beschreiben, was genau mich stört. Wie oft kann ich noch genau sagen in einem Satz. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem so eine leichte Vorstellung, was ich meine, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, mir fehlen gerade die richtigen Worte, das zu beschreiben. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. Endlich Fable, oh ja, das wäre geil. Ist schon lustig, den Chat zu dem Video dazu offen zu haben und nebenbei zu lesen. Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Ja, schade, ich bin enttäuscht von Indiana Jones, tut mir leid. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed Ich kann nur ehrlich mit but I euch think sein. most of the time you'll Euch have jetzt more anzulügen fun wäre auch and, to scheiße. be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more Also die solutions, whether Response it's im trying Chat a ist auch different nicht path through the environment so to get around positiv. enemies, Ich sehe ein paar Ws observing für enemy Victor, patrols für and Win, using them to your advantage, aber ich sehe auch sehr, sehr viele Ls. Also or es using the ist ziemlich tools at your gemischt. disposal, Es ist ziemlich like a whip. gemischt. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look Ich schreibe carefully einer at each PS2 Graphics. location Okay, das and ist the ein time bisschen period sehr the game is böse. set in, and Das ist we're ein bisschen trying to sehr make it böse, as mein Lieber. Guck mal ein authentic and PS2-Spiel accurate an, dann wirst du feststellen, das hier sieht schon erheblich besser aus als ein PS2-Spiel. Also das muss ich Machine Games lassen. Die Umgebungen sehen wirklich super aus. Also das ist One of schon... the biggest ways to do that is with Naja, music. muss auch Vollidioten geben, ne? John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Orchestermusik auch We immer also sehr take a schön very spielen. movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this Das ist help auch us cool. bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our Die villains. Mundanimation I finde think ich we gut. might have found Um das the jetzt favorite auch mal one zu yet. sagen, die Mundanimation finde ich gut. He's this intensely In der Szene. psychological man. He's obsessed Aber seine with Animation am human Anfang mind fand ich and furchtbar. manipulating it. Wirklich Highly furchtbar. intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dann guckt es euch an, das ist einfach nicht schön.
of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially Wenn ich so auf die Uhr gucke, werden wir kein 6. Spiel mehr kriegen. Dann war wirklich Mana die Überraschung. Also zu Indiana Jones mal abschließend gesagt, ich glaube, es wird immer noch ein gutes Spiel. Es wird immer seine Problempunkte haben. Ich schätze, es wird so ein 80-20 Spiel. 80% vom Spiel sind gut, 20% sind so, typisch Bethesda, halt nicht ganz so toll, wie es sein könnte. Wie ja bei Starfield auch schon war, aber das Spiel an sich ist ja nicht schlecht. Es hat halt sehr, sehr viele gerade optische Probleme. Und Animationen. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Der Vogel musste wirklich nochmal auftauchen, ja? Wow, toll. Also insgesamt für Xbox ein ziemlich gutes Line-Up dieses Jahr. Aber wie gesagt, Indiana Jones hat mich persönlich jetzt ein bisschen enttäuscht. Kann aber trotzdem ein sehr gutes Spiel werden, keine Frage, wie gesagt. Aber Avowed und Senua und Mana sehen richtig gut aus, da freue ich mich wirklich drauf. Und dann 3 von 5, was willst du mehr, das ist eine gute Quote, oder? War eine sehr schöne Developer Direct, wie letztes Jahr auch schon, und ich freue mich schon auf die Sommerpräsentation von Xbox und die großen Neuankündigungen. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Aber schreibt mir eure Meinung nochmal gerne in die Kommentare, hat auch interessiert. Auf welches dieser 5 Spiele freut ihr euch denn am meisten? Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Aber auf der E3 möchte ich gerne endlich was zu Perfect Dark haben. Da müsst ihr wirklich richtig fett liefern, Leute. Weil ja, das Line-Up für dieses Jahr ist okay. Ich habe ja auch 3 von diesen 5 Spielen, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Aber der richtig große Mega-Burner, der richtig Xbox schreit, der fehlt irgendwie noch immer.
weiß ich nicht. Gut, das ist mir jetzt egal. Da bin ich dann tatsächlich auch mal raus. Ja. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, dem Kanal sehr helfen. Und ich habe schon gesagt, dass ich eure Meinung gerne lesen will, ne? Ja, blöd, habe ich das Outro verkackt. Ne? Ja, Profi am Werk, ihr merkt es schon. In diesem Sinne, Leute, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao!